Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Bei uns im Studio ist der Historiker und Autor Hubertus Knabe. Herr Knabe, schön, dass Sie heute Abend da sind. Gerne. Vielleicht vorneweg erstmal die Frage, wie viel SED und möglicherweise auch Stasi steckt im BSW? Bei der Linkspartei gab es ja auch einige Kandidaten. Ist das bei dieser neuen Partei möglicherweise ähnlich? Ja, also das BSW ist ja hervorgegangen aus der Linkspartei, wie wir alle wissen, und die wiederum aus der SED. Und deswegen gibt es da natürlich eine ganze Reihe von Personen, die schon in der SED Mitglied waren und nie ausgetreten sind. Zum Beispiel Frau Wagenknecht selbst, aber auch in den Landtagen, die eben dann von der Linksfraktion zum BSW gewechselt sind. Ob das jemand überprüft hat, ob da auch ehemalige Stasi-Mitarbeiter drunter sind, da bin ich mir gar nicht so sicher. Die Linkspartei hat das immer abgelehnt. Sie wollte sich nie überprüfen lassen. Das kam dann trotzdem raus. In Thüringen gerade gab es eine ganze Menge. Aber mir ist nicht bekannt, dass das BSW da jetzt einen anderen Standpunkt hätte und ihre eigenen Leute mal prüfen würde. Ich würde das für sinnvoll halten. Halten Sie denn eine Regierungsbeteiligung des BSW irgendwann auch im Bund für möglich? Wenn wir uns jetzt mal den Wahlkampf der SPD anschauen, da rückt man auch weiter nach links und man macht einen Antikriegswahlkampf. Olaf Scholz präsentiert sich hier also als besonnen. Und Sarah Wagenknecht ist natürlich noch mal auf einer ganz anderen Linie, was auch die Russlandpolitik angeht. Aber trotzdem hat man da vielleicht eine Gemeinsamkeit für eine mögliche Regierung? Also das Beispiel Brandenburg zeigt, dass Politiker, wenn sie an der Macht bleiben wollen, eigentlich zu fast allen Schandtaten bereit sind. Das ist ja schon sehr offensichtlich, dass Herr Woidke wiedergewählt werden will. Also ist das eine Schandtat für Sie, eine Koalition mit dem BSW? Naja, also ein Punkt ist wirklich, glaube ich, sehr problematisch, wenn man diese Präambel liest zum Ukraine-Krieg. Also Helmut Schmidt würde sich da im Grabe herumdrehen. Die sagen, keine Waffenlieferungen mehr. Dann keine Sanktionen, was ja quasi ein Ersatz ist für Krieg, dass man eben wenigstens wirtschaftlich sanktioniert, das auch nicht. Und keine US-Raketen, Mittelstreckenraketen in Deutschland, was bedeutet, da die Russen schon solche Mittelstreckenraketen haben, dass Deutschland praktisch wehrlos ist. Die gleiche Debatte hatten wir schon mal Anfang der 80er Jahre. Da ging es auch um Mittelstreckenraketen. Und da hatte die Sowjetunion eben diese SS-20 aufgebaut. Und dann hat Helmut Schmidt gesagt, wir können dem nicht zusehen, wir müssen reagieren können im Ernstfall, denn das schreckt die anderen ab. Und dieses Prinzip der Abschreckung hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und letztlich auch dazu geführt, dass die Sowjetunion dann bereit war, abzurüsten. Das ist jetzt ganz anders. Die SPD hat sich da quasi, wie soll ich sagen, also auf die andere Seite begeben und hat das alles mit unterschrieben. Und das ist bundespolitisch natürlich wirklich sehr gefährlich. Das ist eigentlich für mich der Hauptpunkt bei AfD und BSW. Ich möchte nicht, dass unser Land einer russischen Bedrohung ausgeliefert ist. Und das kann man nur verhindern, indem man klar sagt, wir sind verteidigungsbereit und fähig. Da würde ich gerne noch mal einhaken wollen, denn die Kreml-Propaganda bei diesen beiden Parteien, AfD und BSW, ist ja oftmals recht, also offensichtlich. Jetzt versucht das BSW eben über Thüringen und Brandenburg, wo man ja in der Landespolitik jetzt eben tätig ist, Einfluss zu nehmen auf den Bund, offensichtlich über den Bundesrat. Zumindest hat Frau Wagenknecht das in vorherigen Gesprächen immer so dargestellt. Okay, das ist jetzt nur eine Präambel, wo man sich da entsprechend geäußert hat, welche Ansichten man da hat. Aber über den Bundesrat wolle man dann eben Einfluss nehmen. Wie gefährlich oder riskant könnte das für die Bundesregierung möglicherweise noch werden, wenn man da jetzt schon 2 Bundesländer hat, in denen das BSW dann den Juniorpartner stellt? Ja, Herr Woidke denkt sich sicherlich, das hat uns eigentlich nicht zu interessieren, weil das Land gar nicht zuständig ist. Da können wir noch sonst was reinschreiben in die Präambel, das kann uns egal sein. Aber Sie haben recht, über den Bundesrat kann man natürlich bestimmte Themen dann pushen. Nach dem Grundgesetz ist aber auch der Bundesrat nicht zuständig für die Außen- und Verteidigungspolitik, sondern eben die Bundesregierung. Und das ist ja auch gut so und sinnvoll. Aber es ändert natürlich die Stimmungslage. Das merkt man ja jetzt schon, dass viele denken, ach, lass das doch mal mit der Ukraine und warum sollen wir da immer noch mehr Waffen hinliefern? Und die verstehen nicht, dass es hier um ein Prinzip geht, dass ein Land sich nicht mehr an die völkerrechtlichen Regeln hält und ob man das akzeptiert oder nicht. Und wenn man es akzeptiert, dann ist natürlich
Das weiß jeder aus der Kindererziehung schon. Wenn man einmal was einreißen lässt, dann kommt das Nächste. Das hört dann nicht auf, sondern das ist quasi eine Ermutigung dann zu weiteren Schritten. Und Herr Putin ist da wild entschlossen, das merkt man. Und da kann man nur mit gleicher Entschlossenheit eigentlich gegenhalten. Herzlichen Dank, Hubertus Knabe, für das Gespräch. Dankeschön.